Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dieses berühmte Zitat von Immanuel Kant führt uns direkt zum heutigen Thema. Mitten hinein Wissen und Werte und ihre Bedeutung für Wissenschaft und Gesellschaft. Steht das moralische Gesetz in mir für die Werte, so dann der bestimmte Himmel dafür, womit alle Wissenschaftsrecht eigentlich beginnt, mit dem Staunen und dem Fragestellen und der Neugier. Kant hat also schon mal vorweggenommen, warum wir uns heute beim dritten BFR-Wissensdialog beschäftigen wollen. Moderne Gesellschaften sind ein vielfältiges Netzwerk aus Wirtschaft, öffentlichen Institutionen, Politik, gesellschaftlichen, kulturellen Leben und vieles mehr. Eingeflochten in dieses Gewebe ist auch die Wissenschaft, und zwar als festigende Faser. Unverzichtbar, um dem Ganzen Halt zu verleihen und die Zukunft zu sichern. Die Wissenschaft selbst trägt wesentlich dazu bei, unseren Wohlstand zu erhalten, und sie erweitert unser Wissen über die Welt und über die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Was könnte nützlicher, erfreulicher und auch erbaulicher, ja moralischer sein? Aber da ist auch noch die andere Seite. So wichtig und wertvoll die Wissenschaft für unsere Gesellschaft ist und für unser aller Wohlergehen sorgt, auch sie muss sich kritischen Fragen stellen. Seit die moderne Naturforschung die Bühne betrat und ihren Einfluss vermehrte, ist sie stets Gegenstand leidenschaftlicher Debatten gewesen. Fast immer waren diese moralisch aufgeladen. Hierzu 3 Beispiele. Ich erinnere an den Streit um Charles Darwin und die Evolutionstheorie, infolge derer sich der Mensch in die Natur einreihen musste und seinen Platz als Krone der Schöpfung verlor. Denken Sie an das Atomzeitalter und mit ihm die Atombombe. Die brachten neue Herausforderungen, die Dimension von Abschreckung und Zerstörung von Reichtum und Energie wie von atomaren Alllasten. Auch die Medizin musste sich immer wieder mit ethisch tiefgreifenden Fragen auseinandersetzen. Etwa, wann beginnt menschliches Leben und wann endet es? Was soll die medizinische Forschung dürfen? Wo sind Grenzen, wenn es um Stammzellen, Embryonen geht? Welchen Weg weisen Erbgutanalysen, vorgeburtliche Diagnostik und künstliche Befruchtung? Nicht ganz so offensichtlich wie in diesen Beispielen ist die ethische Dimension unserer Arbeit am Bundesinstitut für Risikobewertung nicht ganz so abgründig, wie man hinzufügen möchte. Das BfR bewertet die gesundheitlichen Risiken von allem, was um sie ist und was in ihnen ist. Lebens- und Futtermittel, Chemikalien, Produkte des alltäglichen Bedarfs, Kosmetik, Spielzeug oder auch Verpackungen. Das klingt nicht so dramatisch, bedeutsam ist es deshalb, weil unsere Bewertungen im Zweifelsfall über das Wohlergehen von sehr vielen Menschen entscheiden können. Ein Risiko zu verkennen, heißt eben, viele Verbraucher diesem auszusetzen. Aber ein Risiko zu sehen, wo in Wahrheit kaum eines besteht, kann ebenfalls Schaden einrichten. Dieser Spannungsbogen ist zum Teil auch unauflösbar. Auch das gilt es zu berücksichtigen. In jedem Fall bedeutet es eine große Verantwortung für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ist auch Teil unseres gesetzlichen Auftrages. Also wir kommunizieren das auch, was ich Ihnen jetzt gerade sage, und deshalb sitzen wir auch heute hier zusammen. Wir halten uns mit der Ethik. Aber was bedeutet das für das BfR? An erster Stelle erstmal die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit. Sie ist die Grundlage einer seriösen Risikobewertung. Ohne Qualität ist alles nichts. Alles nur auf Sand gebaut. Nur wer die aktuelle wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema kennt und vielleicht auch selber dazu publiziert, kann sich ein Urteil bilden und erlauben. Genauso wichtig ist aber auch die Unabhängigkeit des BfR. Gesetzlich festgeschrieben, interessanterweise. Sie erlaubt es dem Institut, Gutachten ohne Rücksicht auf wirtschaftliche, politische und weltanschauliche Interessen zu verfassen. Und ich sage dann auch immer spaßeshalber, selbst der Kanzler kann mich nicht stoppen. Das ist tatsächlich per Gesetz so festgelegt. Die einzige Richtschnur ist der wissenschaftliche Sachstand. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist es mitunter Standhaftigkeit gefragt. Viele der BfR-Themen sind Gegenstand heftiger, auch nicht immer fair geführter Debatten. Das gilt für Pflanzenschutzmittelrückstände, insbesondere für den Wirkstoff Glyphosat, ganz besonders. Andere Beispiele kennen Sie auch. Chemikalien wie die Bisphenole oder die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFOS oder PFAS, und auch Mikroplastik beispielsweise ganz neu in dem Kanon. Das BfR steht hier nicht selten in einem Sturm widerstreitender Interessen, aber es gilt, standhaft bei der wissenschaftlichen Wahrheit zu bleiben. Ganz wesentlich ist die Unabhängigkeit
Und auch der Umstand, dass das BfR ausschließlich mit der Bewertung von Risiken betraut ist, nicht mit deren Management. Also die Trennung tatsächlich von der Politik. Diese Trennung, ein Ergebnis der BSE-Krise, garantiert, dass es wirklich und ausschließlich um das Risiko geht und nicht nur darum, wie praktisch man mit diesem umgeht. Mit dem Deutschen Zentrum zum Schutz von Versuchstieren, kurz BF3R, das bei uns angesiedelt ist, liegt zudem eine weitere Verantwortungsaufgabe in unserer Hand. Alternativen für Tierversuche, bessere Lebensbedingungen für Versuchstiere und bessere Versuche stehen hier im Zentrum. Tierversuche sind natürlich auch so ein Thema, bei dem die Meinungen weit auseinandergehen, bei dem alle Seiten glauben, sie hätten die Moral auf ihrer Seite. Wie ist die Meinung des BfR dazu? Haben wir uns ganz allgemein zu unseren Arbeitsgebieten jedenfalls eine Ansicht, was gut ist und was schlecht, was ethisch gerechtfertigt und gefordert ist und was nicht? Die Antwort lautet eigentlich klar nein. Tatsächlich sieht der Alltag anders aus, meine Damen und Herren. Also das ist auch Gegenstand, ja, wenn man selber Kinder hat beispielsweise und man möchte dann zum Beispiel über irgendwelche Energy-Drinks reden, dann hat man, wie sagt der Wissenschaftler, einen systematischen Fehler, einen Bias, weil man natürlich auch immer die eigenen Kinder vor Augen hat. Und das sauber zu trennen, glaube ich, ist auch ein kollektiver Akt der Mitarbeiter. Natürlich haben alle Menschen eine Meinung, aber das Institut als solches äußert sich nicht zu der Frage, wie sinnvoll ganz grundsätzlich etwa Pflanzen, Biotechnik oder Genscheren, Tierversuche oder Pflanzenschutzmittel sind. Wir bewerten die Risiken, weil es im Gesetz steht und nicht deren Nutzen. Unsere Ethik ist also gewissermaßen, so definieren wir es dann, prozessorientiert. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Arbeit einem entsprechend hohen Standard genügt, der lautet wissenschaftlich objektiv und unabhängig von Interessen. Das sind unsere ethischen Leitplanken. Wissenschaft ist im Fluss. Das hat zur Folge, dass Bewertungen sich ändern können und ändern müssen. Da sind wir auch nicht unfehlbar, sondern versuchen uns auch zu korrigieren, wenn es neue Erkenntnisse im Bereich Statistik oder Experimenten gibt. Aber wir müssen uns ständig fragen, wie wir unsere Arbeit verbessern können. Und hier gibt es eben keine absoluten Wahrheiten, aber wohl das Streben nach ihr. Das ist mit ethischen Fragen vergleichbar, bei denen auch endgültige Antworten nicht zu haben sind. Abwägen, reflektieren, immer neu nachdenken, das ist die gemeinsame Essenz von Wissen und Werden. Oder um hier Kant zum Schluss abzuwandeln, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken mit diesen Themen beschäftigt, umso weiter öffnet sich der Horizont. Ja, warum diese Veranstaltung? Das Verhältnis von Wissenschaft zu gesellschaftlichen Werten in Deutschland ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, sonst wären Sie heute nicht hier oder würden auch nicht zuhören. Es geht uns alle an, es wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst und es verändert sich im Laufe der Zeit. Welche sind die grundlegenden Spannungen, über die wir diskutieren werden? Ich werde das nur schlaglichtartig kurz skizzieren. Also erstmal Autonomie gegenüber gesellschaftliche Verantwortung. Wissenschaft strebt nach Autonomie, um unvoreingenommen forschen zu können. Gleichzeitig ist sie als gesellschaftliche Institution betrachtet und man erwartet von ihr, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen. Dann Wahrheit gegen Werte. Wissenschaft sucht nach objektiven Wahrheiten, während gesellschaftliche Werte subjektiv und auf Kontext gebunden sind. Konflikte entstehen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse gegen etablierte Werte verstoßen oder wenn gesellschaftliche Werte die Forschung beeinflussen. Dann was ganz Banales, kurz- und langfristige Perspektiven. Wissenschaft verfolgt oft langfristige Ziele. Die Gesellschaft, die Medien rufen häufig nach schnellen Lösungen für aktuelle Probleme. Was sind die Entwicklungen, mit denen wir alle konfrontiert sind? Wir haben eine zunehmende gesellschaftliche Relevanz. Wissenschaft wird immer stärker in gesellschaftlichen Debatten instrumentalisiert, eingebunden und man erwartet, dass sie zu Klimawandel, Digitalisierung, Gesundheitsstellung nimmt. Die Wissenschaftskommunikation hat mittlerweile ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, dass wissenschaftliche Erkenntnis verständlich und zugänglich gemacht werden muss. Und natürlich, last but not least, irgendeiner muss das Ganze auch bezahlen. Auch die Wissenschaftsfinanzierung wird heute mehr und mehr auch an gesellschaftliche Nutzen gekoppelt. Das kann sowohl Chancen als auch Risiken bergen, da es die Autonomie der Forschung einschränkt. Ethische Fragen, hatte ich angerissen, werfen immer wieder neue Aspekte auf, die wir gesellschaftlich diskutieren müssen. Die Herausforderungen der Zeit sind einfach, die Polarisierung, die gesellschaftliche Debatte über Wissenschaft ist oft so polarisiert, dass eine sachliche Diskussion kaum möglich ist. Der Populismus, die durchaus auch die Wissenschaft diskreditieren kann und auch gesellschaftlichen Konsens über wissenschaftliche Erkenntnisse erschwert und natürlich auch die berühmten Fake News, die Verbreitung von falschen Informationen im Internet steht
natürlich auch eine Herausforderung in der Wissenschaftskommunikation dar. Ja, vielleicht noch ein letzter Aspekt, den man berücksichtigen sollte in der Diskussion. Ich glaube, vielleicht ist das heute vielleicht zu viel, aber wir sollen auch reden über die Rolle der Medien. Sie spielen über eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Informationen an die Öffentlichkeit. Also es ist gewissermaßen der Transmissionsriemen. Dann die Bedeutung von Vertrauen, das hatten wir schon mal in einem unserer Wissenschaftsdialoge, weil die Vertrauen in die Wissenschaft eine der Voraussetzungen ist, erfolgreich kommunizieren zu können. Und last but not least natürlich auch die Politik, weil sie ist gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die freie und verantwortungsvolle Forschung überhaupt erst ermöglicht. Meine Damen und Herren, vielen Dank erstmal zu dieser Stelle fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine anregende Vorträge und eine angeregte Diskussion. Und durch den Tag führt Sie Herr Viada, der mich jetzt ablösen wird und das Thema nochmal von seiner Seite aus einleitet. Vielen Dank.